Guten Morgen an unsere YouTube-Freunde. Wir sind auf dem Weg zu den heißen Quellen. Aktuell habe ich so eine Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 km/h. Auf dem ersten Stück Straße ist das möglich. Später dann werden wir etwas langsamer fahren, weil dort geht es dann wirklich Berg und Tal. Man fährt durch mehrere Flüsse und ehemaliges, wie soll ich mal sagen, vielleicht Bergbaugebiet oder Tagebaugebiet. Da werde ich noch weitere Videoclips machen. Und jetzt einfach nur mal so ein Stück von dem Weg, von der Landschaft, von den Bergen für euch. Weil wir werden in etwa 2,5 bis 3 Stunden auf dem Weg sein. Und dann hoffe ich, dass wir gut ankommen, ohne Probleme auf der Straße. Kommt die erste Furt. Auch der Fluss ist zugefroren. Komm, Lada. Ah, Gata will nicht so. Lada ist hinten sitzen. Nächste Flussquerung. Potihoniczku. Wir fahren rechts. Ja, hier waren wir im Sommer. Im Herbst. Ja, in Sibirien gibt es keine Brücken. Man fährt einfach durch den Fluss durch. Alles natürlich. Niemand um nichts. Genau so. Die Natur regelt hier alles. So, etwa 30% vom Weg haben wir geschafft. Die nächste große Flussquerung kommt. Aber das ist dann schon, sagen wir, High Level. Dort hat der Fluss eine Breite von etwa 40 Metern. Gebirgsfluss. Im Winter befahrbar, im Hochsommer befahrbar, im Frühling und Herbst nicht befahrbar. So, sind wir am Bergpass angekommen. Ein paar Serpentinen. Etwa 50% des Weges haben wir geschafft. Ja, das sind noch etwa momentan 15% Steigung. Deswegen quält sich unser Lader hier ganz schön hoch. Aber wir haben Speigreifen, da geht das.
So, hurra, Bergpass geschafft. Nächstes Ereignis, Flussquerung. So, noch 1 Kilometer und wir sind an der großen Flussquerung. So, jetzt muss ich mal runterschalten. Müssen wir mal gucken, wo die anderen gefahren sind. So. Jetzt sind wir im Flussbett. Wie gesagt, das ist keine Straße. Wir überqueren jetzt den zugefrorenen Fluss, um auf die andere Seite zu kommen. Laut Einheimischen nur im Winter befahrbar. Wenn man Glück hat, im Spätherbst. Im Frühjahr nicht, wenn Schneeschmelze ist. Dann speisen die ganzen Bergbäche den Fluss, da ist ja auch Wasser. Und im Sommer ist es möglich, bei Trockenheit. So, jetzt sind wir am anderen Ufer angekommen, jetzt geht es wieder berghoch ins Gebirge. Bis später. Haben wir ein Problem. Deswegen schön langsam nass gegangen. Eine typische Brücke in Buralsen in den Bergen. Willkommen in Sibirien. Und noch ein Fluss. Миша, сядь, пожалуйста, мы вместе едем сейчас. Миша. Micha, sieh akkurat nach. Los geht's. Ладно, сейчас не до аканья. Где шапка твоя? Ложи сюда. So. Sind wir schon mal unten im Flussbett. Шапку положи туда, назад, не надо мне. Das ist mit Blick Richtung Jakutien. Polarkreis. Einfach nur schön. Wunderschönen guten Morgen aus Sibirien. Gestern Abend sind wir angekommen in unserem Häuschen. Ein kleines Ferienhäuschen
für knappe 2000 Rubel pro Nacht. Das passt. Dahinter in dem Auto ist die Banja. Da gehen wir heute Abend rein. Und natürlich alles mit Holzfeuerung. Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang und wollen zu den heißen Quellen. Und heute den Tag genießen. Heute mussten wir erstmal ausschlafen. Und das hat richtig gut. Wetter ist perfekt. Himmelblau. Ja, ein richtig kleines, niedliches Dörfchen. Etwa 12 Häuser hast du hier. Mehr ist nicht. Und von den 12 Häusern gibt es 3 Ferienhäuser, so wie das, was man mieten kann, zwischen 2000 und 2500 Rubel pro Nacht. Je nachdem, was man dazu bucht. Wir haben noch die Banja dazu gebucht, deswegen haben wir etwa 2500 jetzt. Aber das ist für das, was wir hier geboten bekommen, für uns 4, 2 Erwachsene plus 2 Kinder, ist das ideal. Kann man nicht meckern. So, einfach nochmal einen Rundumblick für euch im Dörfchen. Papa, bitte schön mal dort. Lada! So, das ist unser Häuschen hier, da hinten. Das ist zusammen mit dem großen Gebäude. Lada, aufstehen, los geht's. Lada. Lada muss im Schnee spielen. Typisches kleines russisches Dörfchen. Wunderschöner Winter in Sibirien. Und unser Begleithund aus dem Dorf. So, hier entsteht ein Gebäude. Das wird in diesem Jahr fertiggestellt, vermutlich. Haben gesprochen mit den Leuten. Das soll so eine Art Kurzentrum werden für die heißen Quellen. Kann man dann auch hier buchen und wohnen. Was das kostet, wissen wir noch nicht. Wird aber in der nächsten Zeit hier entstehen und vermarktet. Weil man will ja auch in der Region den Tourismus ein bisschen ankurbeln. Und jetzt sind wir auf den letzten Metern zur heißen Quelle. Da hinten zwischen den Bäumen kann man sie schon sehen, da wo es dampft. Da wollen wir hin. So, da in einem Kommentar Fragen gestellt worden. Hier wird das heiße Wasser benutzt für die Heizungen der Häuser. Es hat etwa 70 bis 80 Grad, wenn es die Quelle verlässt. Hier ist das Badehaus. Und da oben ist die Quelle. So, leider ein bisschen enttäuschend für uns. Das Badehaus ist neu gebaut. Und da die Rohre noch nicht fertiggestellt sind zum Baden. Hier gibt es Umkleidekabinen. Und hier könnte man dann ein schönes warmes Bad nehmen. Das Wasser hat dann noch eine Temperatur, wenn es im Winter hier ankommt. Es wird natürlich über Kühlschleifen abgekühlt. Hat etwa noch, was haben sie gesagt, zwischen 35 und 36 Grad. Es kann natürlich mit kaltem Wasser gemischt werden. Und es riecht hier alles sehr stark nach Schwefel. Also man riecht wirklich den vulkanischen Ursprung. Es riecht so ein bisschen nach verfaulte Eier. So, und da kommt's raus. Das ist faszinierend hier. Und ja, das Wasser wird benutzt, um die Häuser zu heizen. Wahnsinn. Das hat dann mein Frauchen wieder entdeckt. Da oben wird noch so ein Badehäuschen.
Die Quelle haben sie eingehaust. Schade, dass wir nicht baden können. Wir haben sie gesagt, 2 Monate zu zeitig. Na da, nicht so schlimm. Russische Banja. Wir gehen mal kurz rein und dann zeige ich euch mal das kleine Banja-Häuschen von innen. Draußen haben wir zurzeit etwa 35 Grad minus. Oh. Und hier drin prasselt schon das Feuerchen. Schon 2 Stunden lang, damit es schön warm wird. Hier haben wir ein paar lustige Bildchen für euch. Russische Badekultur. Hier sind wir im Vorraum zum Umziehen und man kann sich auch ausruhen. Und das ist die eigentliche Banja. Wasser steht bereit. Alles, was man braucht. Oh, habe ich vergessen, den Deckel drauf zu machen. Das ist unser Banja-Ofen. Da wird dann Wasser aufgegossen und schön Dampf. Und die haben wir noch so ein schön wenig zum Ausprügeln. Eichenlaub traditionell. Ja, wer es nicht kennt, wer es noch nicht erlebt hat, der kann es schlecht nachvollziehen. In der Banja trägt man immer so ein Hütchen, damit der Kopf nicht überhitzt. Haben wir auch 2 Stück hier bei uns. Kaltes Wasser, noch mit kaltem Wasservorrat zum Abduschen. Es ist auch Quellwasser, was wir geholt haben. Ja, und etwa eine halbe Stunde werden wir uns hier in der Banja mit dem Quellwasser einen gemütlichen Abend machen. Weil wir haben schon 17 Uhr und es wird langsam spät. So, wir gehen mal ein paar Meter ins Dörfchen runter zu einer dorfinternen Wasserzapfstelle. Dort habe ich vorhin das Wasser für unsere Banja geholt, aber das Handy vergessen. Deswegen jetzt nochmal ohne Eimer, nur mit Handy für euch. Als ich im Dorfladen war, habe ich ein paar Informationen bekommen. Offiziell leben zurzeit im Winter hier 16 Personen. Gemeldet sind ein paar mehr. Es gibt insgesamt 18 Grundstücke. Davon sind 12 in privaten Händen. Davon wiederum 2 Ferienhäuschen. Und der Rest sind staatliche Strukturen. Post, Stromerzeugungsstation und noch ein paar Gebäude, die zum Klinikum gehören. So, und hier im Dorf gibt es insgesamt 2 dieser Wasserzapfstellen. Das Wasser kommt über Rohrleitungen aus den heißen Quellen. Und die Dame im Geschäft hat mir gesagt, die heißen Quellen haben jetzt im Winter eine Temperatur zwischen 45 und 55 Grad. Das ist verschieden. Viel nach Laune des Berggeistes. Und hier haben wir so eine Zapfstelle. Hier holen sich alle im Dorf das Wasser zum Waschen und für alles, was man so im Haus braucht. Duschen, Abwasch, Wäsche waschen. Das fließt hier 24 Stunden am Tag immer. So, und was gibt's noch? Ach so. Das Wasser hat extrem viele Mineralien, hat einen leichten Schwefelgeruch. Und was hier aus der Quelle kommt, kann man nicht trinken. Oder sollte man nicht trinken. Das Trinkwasser, was wir hier haben, ist speziell gereinigt in einer Filterstation, aber auch Quellwasser. So, und da hoffe ich, habe ich alle Fragen beantwortet. Ach so, für Jochen speziell. Die Häuser werden hier alle mit dem Quellwasser beheizt.
Die Rohre liegen überall quer durchs Dorf. Hier ist zum Beispiel ein Rohr, das Abwasser aus der Heizung wird der Natur zurückgegeben. Die liegen hier überall im Dorf. Aber unser Häuschen, was ein Ferienhaus ist, stand leer. Man hat vergessen, die Heizung in Betrieb zu lassen. Deswegen ist die Zuleitung bei uns zum Haus eingefroren. Deswegen müssen wir mit Holz heizen. Ja, aber ansonsten wird die Erdwärme hier sehr gerne genutzt, weil es kostenlos. Und viele betreiben aber parallel dazu noch einen Holzofen, weil es einfach nicht ausreicht. Die Temperatur ist nicht so, dass es ausreicht, dass man damit das Haus komplett beheizen kann. Also der gute alte russische Ofen dient deswegen trotzdem weiterhin noch in den Gebäuden. Ja, und ich finde es einfach herrlich hier. Ich würde am liebsten noch ein paar Tage länger bleiben. Schade, wir haben nur noch 2 Tage. Dann geht's wieder nach Hause. Ja, und die Videos werden euch ganz paar Tage später erreichen, wenn wir wieder zu Hause sind. Das ist übrigens der Weg zur Quelle hier hinter und dann links, weil wir haben in dem Dorf kein Internet, kein Telefon, kein nichts. Es ist einfach nur eine herrliche Ruhe in Sibirien. Ein kleiner Eisfahrtausflug auf dem Fluss und dem See. Wir befinden uns mitten auf dem See und genießen einfach die Aussicht. Einfach nur fantastisch. Mal schauen, ob ich gegen die Sonne filmen kann, den Berg. Ja, ja, gaff, gaff. Ja, ja. Haben Besuch bekommen von dem wilden Hund. Aber die sind ziemlich friedlich. Aber sehr kommunikativ. Sehr kommunikativ und in der Regel kinderfreundlich. Also wir haben noch nie böse Erfahrungen mit wilden Hunden gemacht hier. Die betteln fast immer nur um was zu fressen. Er will auch Fressen haben. Mal gucken, ob ich noch was im Auto finde für ihn.